Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Zielblick. Ich bin gerade angekommen hier in Phuket. Das Ganze mit der Condor in der Business Class. Und jetzt habe ich mir ein Hotel hier in der Nähe gesucht, nämlich das Renaissance, das ja auch Teil des Marriott Bonvoy Hotelportfolios ist. Und ihr seht, es sieht schon sehr tropisch hier aus. Ich werde das Hotel jetzt auf jeden Fall einmal testen für euch und euch mitnehmen auf eine Reise in ein wirklich tropisches Resort hier direkt am Strand. Auf geht's! Angekommen bin ich hier mit einem Bolt, den habe ich am Flughafen in Phuket eben bestellt. Und ihr seht, der Check-in-Bereich bzw. der Willkommensbereich hier schon sehr tropisch angehaucht. Das Ganze quasi Open Air und auch an der Rezeption derzeit noch nicht viel los. Da werden wir jetzt erstmal hingehen. Ja, und der Check-in bzw. die Rezeption, wie gesagt, hier Open Air. Man hat hier direkt sehr bequeme Sitze und kleine Schreibtische, wo man direkt bedient wird. Und es gab auch gerade schon ein Willkommensgeschenk. Und zwar so ein thailändisches Eis und ein schönes kaltes Tuch. Auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner erster Eindruck hier. Und der Check-in auch total nett und schnell vor allem. Das ist mir immer besonders wichtig in Hotels, dass es einfach schnell geht. Schauen wir mal, was mich hier gleich für ein Zimmer erwartet und wie ich da hinkomme, denn es sieht hier so ein bisschen nach Urwald aus und vor der Tür stehen auf jeden Fall schon mal Golfcars. Vielleicht fahren wir ja gleich mit einem solchen zum Zimmer. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, und als frisch gebackener Marriott Bonvoy Titanium gab es hier auch gerade ein tolles Upgrade. Ich habe standardmäßig das günstigste Zimmer hier gebucht und ich habe gerade ein Upgrade auf eine Villa erhalten. Eine sogenannte One-Bedroom-Villa. Das Ganze, wie gesagt, als Status-Benefit. Das ist auf jeden Fall mega. Jetzt geht's auch direkt zu der Villa und zwar mit diesem Golfcar. Da werden wir uns jetzt mal reinsetzen und die Fahrt genießen. Bisher erster Eindruck auf jeden Fall total lieb. Sehr toller Service hier. Es gab auch gerade noch mal ordentlich Lesematerial, was das Hotel hier bietet. Das ist wirklich ganz, ganz viel Sportangebot etc., verschiedene Restaurants. Schauen wir mal, wie die Villa gleich sein wird. Ja, und nach 5 Minuten Fahrt sind wir auch schon angekommen an meiner Villa. Und auch hier rundherum das Ganze sehr, sehr tropisch. Ich habe hier die Villa 516, also 516 erhalten. Und der Service hier wirklich mega. Gepäck tragen, rumfahren hier mit dem Golfkart und so weiter. Das macht auf jeden Fall schon jetzt einen riesigen Spaß. Jetzt gehen wir erstmal in die Villa und schauen uns die ganz in Ruhe an. So, und herzlich willkommen in der Villa. Hier direkt schon mal zur Begrüßung ein paar Snacks und auch eine Kapselmaschine für Kaffee. Dann haben wir hier tolle Verstaumöglichkeiten für Kleidung etc., also ein paar Schränke. Wir haben hier schöne Slippers schon mal, das fällt direkt auf. Und einmal nach links geschaut und hier sind wir auch schon im Wohnzimmer. Sehr, sehr schön. Hier einmal direkt das Bett. Sieht auch sehr bequem aus. Ein großer Fernseher, eine kleine Sitzecke. Und ihr seht schon, man ist hier wirklich direkt am Pool. Das heißt, man kann hier die Tür öffnen und hat direkt schon mal einen kleinen Pool und auch liegen hier. Das Ganze, wie gesagt, super privat hier. Und das Wasser auch angenehm warm. Ansonsten haben wir hier noch ein großes Badezimmer. Auch direkt mit einer schönen großen Badewanne. Und ein paar Waschbecken. Sowie hier die Toilette und eine tropisch angehauchte Dusche, muss man schon fast sagen. Also Regendusche, normale Dusche etc. Das Ganze eben mit einem tropischen Blick. Also ihr seht schon, ein Hotelstatus lohnt sich immer wieder aufs Neue. Wie gesagt, jetzt hier das einfachste Zimmer gebucht und diese tolle Villa hier erhalten. Sowas hatte ich tatsächlich auch noch nie. So eine Villa mit so einem kleinen Pool und
ja, einfach einer riesigen Badewanne etc., das macht schon definitiv was her. Und wenn man das normal buchen würde, das wäre auch auf jeden Fall eine ordentliche Stange an Geld, die man da bezahlen müsste. Ansonsten hier rundherum das Ganze, wie gesagt, in kleinen Villen aufgebaut, sowie auch noch ein Gebäude mit weiteren klassischen Hotelzimmern und auch Spa, verschiedene Restaurants, der Strand ist da drüben, verschiedene Pools, also alles, was das Herz begehrt. Ich bin, wie gesagt, gerade angekommen. Ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen in das Bett legen und dann werden wir uns die restlichen Features dieses Hotels hier später anschauen. Bis dann! 4 Stunden Schlaf später, wie neu geboren, erstmal gerade geduscht und einen Kaffee getrunken. Und vorhin, bevor ich hier ins Bett gegangen bin, kam hier auch noch das Marriott-Team vorbei und brachte mir ein paar lokale Smoothies vorbei. Unter anderem Ananas aus Phuket und ähnliches. Das werde ich auf jeden Fall gleich oder später mal probieren. Sehr nette Kleinigkeit. Ja, leider haben wir hier Regen, aber nichtsdestotrotz werde ich gleich einmal rausgehen und schauen, was dieses Hotel hier noch so bietet. Ja, es gibt hier zum Glück schöne große Regenschirme und der ist wirklich groß. Da passen bestimmt locker 3 Leute rein. Und hier wird auch gerade eine Hochzeit vorbereitet. Das heißt, hier möchte jemand direkt am Meer heiraten. Das Meer ist hier von der Villa nur wenige Schritte quasi entfernt. Und man ist direkt am Strand und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Hier ist alles komplett leer. Nebenan, direkt hier auch am Meer gelegen, würde es jetzt auch noch ein Volleyballfeld und ähnliche Sportmöglichkeiten geben. Und man kann sich hier auch wunderbar in eine Hängematte legen. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Liegen und ähnliches, die auch direkt in Richtung Meer zeigen. Und das Ganze hier, das fällt direkt auf, alles sehr, sehr privat gehalten. Das heißt, ich habe jetzt gerade keine anderen oder in Anführungszeichen fremden Touristen hier gesehen. Das heißt, man kann hier schon sagen, das ist ein privater Strand und der ist eben nur für Hotelgäste hier gedacht. Ansonsten gibt es hier unter anderem auch einen Food- bzw. Drink-Truck. Hello! Und es gibt hier auch Kokosnüsse bzw. einige Sorten Bier zu kaufen. Das Ganze, wie gesagt, auch hier zum Trinken direkt mit Blick auf das Meer. Da hinten wird jetzt auch Volleyball gespielt. Und es werden hier auch Massagen angeboten, traditionelle thailändische Massagen. Das Ganze auch direkt am Meer hier. Ansonsten haben wir hier noch ein Restaurant. Und ich sehe gerade auf der rechten Seite da hinten würde es auch noch mehr Möglichkeiten geben. Da hinten gibt es noch eine Bar und ähnliches. Also alles sehr, sehr schön und großräumig hier gehalten. Zudem gibt es ja auch verschiedene Pools. Unter anderem einen Pool, den man schon fast als Infinity Pool bezeichnen kann. Auch er zeigt in Richtung Meer. Das heißt, wenn ihr im Pool schwimmt, könnt ihr auch den Ausblick hier zum Strand genießen. Ja, und richtig cool, direkt am Pool findet sich hier auch schon der nächste Food Truck. Hier gibt es jetzt Burger zum Mittagessen und nebenan im Restaurant könnte man jetzt auch noch diverse, ja, größere, kleinere Speisen, Desserts etc. bestellen. Das heißt, das Ganze hier hat wirklich eine ordentliche Auswahl. Man wird hier in jedem Fall satt und kann hier auch den ein oder anderen Drink genießen. Hier zu sehen jetzt auch umgeben von den Palmen das Haupthaus, also das Haus, was hier im Renaissance die normalen Hotelzimmer beherbergt. Wie gesagt, auf der rechten Seite das Haus und auf der linken Seite und auch exklusiv durch die Golfcards angeboten wären jetzt die ganzen Villen. Und wenn man dann weiterläuft hier in Richtung Rezeption zurück, dann kommt man hier zum nächsten Spa. Das Ganze auch als kleines, süßes Gebäude hier zwischen den Villen und dem Haupthaus gelegen. Ja, und hier werden auch klassische thailändische Dienstleistungen, Massagen etc. sowie Beauty-Dienstleistungen angeboten. Das Ganze wäre jetzt die Alternative zum Massageangebot, was direkt am Strand ist. Und direkt angrenzend hier nochmal die sogenannte Kids World, also quasi ein kleiner Club nur für Kinder gedacht, das Ganze. Und auch dieser Kinderclub hat nochmal eine kleine Poollandschaft angrenzend. Das heißt, man kann hier seine Kinder auch einfach für ein paar Stunden abgeben
und das Hotelpersonal kümmert sich dann um die Betreuung. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder angekommen an der Rezeption bzw. am Bereich rund um die Rezeption. Und hier gibt es auch noch einen kleinen Starbucks, also ein Starbucks im Hotel hier, wo man sich eben auch klassische Kaffeespezialitäten und kleine Snacks kaufen kann. Das auf jeden Fall auch nochmal als Ergänzung zu den ganzen Restaurants, die eher in Richtung Strand gelegen sind. Rechts von mir würde jetzt die Treppe wieder hoch in Richtung Rezeptionsbereich führen und direkt angrenzend hier auch das Hauptrestaurant. Im Hauptrestaurant wird unter anderem das Frühstück serviert und sie sind fürs Mittagessen geschlossen, aber von 18 bis 23 Uhr könntet ihr jetzt hier auch ein Abendessen einnehmen. Das Ganze eben auch klassischerweise mit Innenbereich und auch mit Außenbereich, der sehr, sehr tropisch angehaucht ist hier. Das heißt, schöne Sitzmöglichkeiten klassischerweise zum Essen und direkt daneben in so einer kleinen Seenlandschaft hier angrenzend auch kleine Entspannungsoasen. Das Ganze übrigens auch mit Fischen, die hier im Teich rumschwimmen. Und direkt hier an den Starbucks bzw. an das Restaurant angrenzend befindet sich auch schon das Fitnessstudio. Und das hat es auch definitiv in sich. Hello. Denn das bietet hier wirklich alles, verschiedene Möglichkeiten zum Krafttraining wie auch zum Cardiotraining. Und noch einmal die Treppe nach oben gegangen und schon sind wir im Rezeptionsbereich bzw. im Empfangsbereich. Hier gibt es auch nochmal einen kleinen Lobbybereich, das Ganze mit Spielmöglichkeiten und auch einer kleinen Bar. Und wenn ich jetzt geradeaus weitergehe, dann komme ich auch tatsächlich schon zur Rezeption und zum Empfang, wo ich vorhin angekommen bin. Also man kann sich das Ganze hier mehr oder weniger in 4 Inseln vorstellen. Zum einen natürlich der klassische Empfangsbereich mit Rezeption, mit Hauptrestaurant und mit einem Starbucks. Dann haben wir das Hauptgebäude, in dem eben die ganzen klassischen Hotelzimmer untergebracht sind. Dann haben wir einmal den Villenbereich auf der gegenüberliegenden Seite, wo die ganzen Villen, unter anderem meine, untergebracht sind. Und wir haben eben noch den Bereich rund ums Meer mit einem Pool und natürlich mit dem Strandzugang, mit weiteren Möglichkeiten wie Massage direkt am Strand, Restaurants und Bars, wo man eben auch direkt am Strand dann etwas essen kann und trinken kann. Übrigens gibt es hier im Renaissance auch die Möglichkeit, das Ganze per Fahrrad zu erkunden. Man kann sich hier auch ohne Probleme Fahrräder ausleihen, auch wenn die hier einen relativ kleinen Eindruck, zumindest für die europäischen Verhältnisse, machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal den Pool austesten und noch mal ein bisschen was essen. Und dann schauen wir mal, was es hier noch so zu erkunden gibt. Inzwischen ist es Abend geworden hier im Renaissance Phuket. Und ich hatte vorhin mal eine Massage ausprobiert. Und zwar gibt es ja hier direkt am Hotel in unmittelbarer Nähe auch vom Strand, also man kann das Meer auch auf jeden Fall hören, diesen Massagesalon. Er gehört nicht offiziell zum Hotel und wichtig, man kann hier nur mit Bargeld bezahlen. Die Preise hier dafür aber wirklich top, also eigentlich unfassbar. Ich hatte hier eine einstündige Thai-Massage, das Ganze für 500 Baht. Das sind umgerechnet nur ca. 13 € und die Massage war wirklich sehr, sehr gut. Der Massagesalon, wie gesagt, hier direkt am Hotel und ich würde Ihnen auch dem offiziellen Massagesalon vom Hotel selber vorziehen, denn dort kostet die Thai-Massage eine Stunde mindestens das 5-fache. Guten Morgen, der nächste Tag ist da. Es regnet leider wieder, aber ich zeige euch natürlich noch mal einen der wichtigsten Bestandteile eines solchen Hotelaufenthaltes hier. Und das ist natürlich das Frühstück. Und das wird hier jeden Morgen ab 7 Uhr im Hauptrestaurant serviert. Wir schauen uns jetzt einmal an, was hier so angeboten wird und vor allem, ob es hier auch möglicherweise typisch asiatisches Frühstück gibt oder ob das eher international bzw. gar amerikanisch geprägt ist. Lass es uns herausfinden. Wow, also ich habe selten so ein geniales Frühstück in einem Hotel erlebt. Wir haben hier natürlich viele Sitzmöglichkeiten, das Ganze auch im Außenbereich, aber da regnet es ja jetzt. Und man kommt hier rein und wird direkt quasi überwältigt von dem Frühstücksangebot. Es gibt hier Kochstationen, wo alles frisch zubereitet wird und es gibt hier natürlich auch noch ein riesiges Buffet. Das Ganze international geprägt, also quasi aus allen Teilen der Welt gibt es hier verschiedene Speisen und das schauen wir uns jetzt nochmal an.
Wow, also wer hier nichts findet, dann weiß ich auch nicht mehr. Richtig, richtig gute Auswahl hier. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen frühstücken und dann geht es leider auch schon in Richtung Checkout, denn ich muss demnächst schon wieder zum Flughafen. Mein nächster Flug steht an, aber jetzt lasse ich es mir erstmal hier richtig schmecken. Das war er, mein Aufenthalt im Renaissance Phuket und er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das Hotel verbindet Luxusambiente zusammen mit wundervollem, guten Service. Also es hat richtig Spaß gemacht, hier zu sein. Natürlich mit dem Upgrade durch den Titanium-Status auf die Villa. Das hat das Ganze natürlich nochmal verschönert, hat dem Ganzen quasi nochmal das i-Tüpfelchen gegeben. Ich kann euch das Hotel hier auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal in Phuket seid. Es ist teilweise auch relativ günstig zu bekommen. Ich habe jetzt pro Nacht rund 200 € bezahlt für ein Standardzimmer. Wie gesagt, dann gab es das Upgrade. Normalerweise würde so eine Villa ca. 500, 600 € pro Nacht kosten. Aber so ein Hotelstatus, der bringt dann schon Vorteile. Teilweise ist das Hotel in der Nebensaison aber noch deutlich günstiger zu erhalten. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich definitiv. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt hier in jedem Fall. Jetzt geht es für mich einmal wieder zurück zum Phuket Airport. Das Ganze mit einem Bolt bzw. Grab. Ich bin gerade dabei, diesen zu bestellen, auch wenn die App gerade so ein bisschen Probleme macht. Wenn ihr neugierig seid auf weitere Reiseeindrücke, wie zum Beispiel solche Hotel-Reviews, aber auch Flugreports oder spannende Erlebnisse sowie Tipps und Tricks rund ums Reisen, dann jetzt gerne hier abonnieren und die Glocke drücken. Und wie immer gilt, gerne auch teilen, liken und kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Zwischen Gate und Ziel.